Als Basis für das beste Suppenrezept aller Zeiten brauchen wir eine klare Hähnchenbrühe mit viel Geschmack. Dafür nehme ich oft eine Packung Hähnchenschenkeln, wie man in jeder Supermarkt kaufen kann. Die Stücke zu portionieren ist leichter als du denkst. Einfach das Gelenk abbiegen und mit dem Finger kannst du schon abfüllen, wo der Wendepunkt ist. Dann genau da mit dem Messer schneiden. Bei einer Brühe finde ich es sehr wichtig, vorerst das Fleisch im kochenden Wasser abzublanchieren. Hierbei ist es wichtig, dass das Wasser bereits kocht, bevor man die Stücke dazu gibt. Dadurch werden Trübstoffe entfernt, die die Konsistenz einfach schlechter machen würden. Und glaubt mir, man verliert überhaupt nichts an Geschmack, da es so schnell geht. Nach 2-3 Minuten kannst du dann den Topf vom Herd nehmen, das Wasser weggießen und die Stücke mit kaltem Wasser abspülen. Nun kannst du die Hühnersuppe zubereiten. Ich persönlich salze kräftig am Anfang und anschließend füge ich 2 Liter kaltes Wasser hinzu. Es ist aber sehr wichtig, dass du die Brühe mit kaltem Wasser ansetzt. Denn nur so kannst du wirklich den Geschmack aus dem Fleisch und Gemüse auslaugen. Dazu gebe ich ein paar Möhren, 2 bis 3 Lorbeerblätter und einen Teelöffel Pfefferkörner. Bei mir kommen noch hinzu eine Zwiebelhälfte, 2 Thymianzweige, das Grün aus einer Püreestange sowie 3 Knoblauchzehen. Schließlich lasse ich die Brühe 1 Stunde auf dem Herd und das Fleisch nutze ich für dieses Rezept nicht mehr. Aber ihr könntet zum Beispiel Enchiladas damit machen und so ganz easy ein 2-Gänge-Menü zubereiten. Wenn ihr keine Zeit habt, könnt ihr stattdessen Brühepulver nehmen, aber natürlich werde ich euch immer die geilste Variante zeigen. Ich verleihe der Tortillasuppe sehr gerne ein kräftiges Geschmacksprofil mit einem Guajillo und einem Pasilla-Chili. Diese Chilischoten sind extrem wichtig in der mexikanischen Küche. Sie haben eine kaum spürbare Schärfe, aber entfalten im Essen sehr angenehmen, intensiven Aromen mit komplexen, fruchtigen Noten. Nachdem ich die Samen komplett entfernt habe, lasse ich erstmals die Chilis 5 Minuten in kochendem Wasser einweichen. In der Zwischenzeit schneide ich die restliche Zwiebelhälfte sowie etwa 700 Gramm Tomaten in groben Stücken. Einfach damit der Mixer leichter arbeitet. 5 Minuten reichen vollkommen aus, damit die Chilis hydratisieren. Aber gieße das Wasser bitte noch nicht weg, du wirst es noch brauchen. Jetzt kommen noch 3 Knoblauchzehen, die Zwiebel, die Chilis sowie die Tomaten in den Mixer hinein. Und damit alles besser flutscht, füge ich ein paar Löffel von dem Chili-Wasser hinzu. Danach lasse ich einfach den Mixer arbeiten, bis eine ganz dünne Konsistenz erreicht ist. Und während ich die Mischung durch ein Sieb gieße, hast du genug Zeit, das Video zu liken. Jetzt im Ernst, wenn dir das Video gefällt, kannst du mich so ganz unkompliziert unterstützen. Übrigens, dieses Suppenrezept wird auch Aztekensuppe genannt und deren Ursprung kann bis zu prähispanischen Zeiten in Mexiko zurückverfolgt werden. Und während diese Tomatensauce vor sich auf mittlere Stufe hinköchelt, widme ich mich der Tortillas zu. Ich schneide erstmals 300 Gramm Tortillas in dünnen Streifen. Für den Geschmack ist es aber absolut wichtig, Maismehl-Tortillas zu verwenden. Bitte auch keine aus gemischtem Mehl. Falls du aber keine bekommen kannst, werde ich einen Link zu meinem Tortillas-Video in den Kommentaren lassen. Zusätzlich müssen wir noch 2 Pasilla-Chilis in dünnen Streifen schneiden. Ich finde das am unkompliziertesten mit der Schere, aber du kannst es natürlich auch mit dem Messer erledigen. Wichtig ist nur, dass du die Samen am Ende so weit wie möglich entfernst. Für die Textur dieser Suppe ist es essentiell, die Tortillas zu frittieren. Dafür einfach eine Pfanne mit Öl auf mittlerer Stufe aufsetzen und die Tortillastreifen da drin so lange frittieren, bis sie eine schöne goldene Farbe annehmen. Du musst aber die Tortillas herausholen, bevor sie zu dunkel werden, weil sie danach weiter vom Restöl gegart werden. Am Ende müssen die Tortillastreifen fest und knusprig sein, damit sie eine schöne Knackigkeit in die Suppe bringen. Die Pasilla-Chili-Streifen erhalten einen kräftigen Röstaromen-Akzent durch ein kurzes Frittieren. Hier musst du aber aufpassen, denn sie werden relativ schnell bitter. 20 bis 30 Sekunden reichen vollkommen aus. Nach etwa 25 Minuten Kochzeit gieße ich meine Hühnerbrühe in den Topf mit der Tomatensuppe dazu und schmecke wieder mit Salz ab. Eine Aztekensuppe ohne Epazote gibt es einfach nicht. Da ich aber keine frischen Blätter habe und die Suppenkonsistenz sehr flüssig sein soll, benutze ich einen Teefilter.
Teller. Während der Epazote vor sich hin köchelt, zeige ich dir, wie man den Teller für die Suppe garniert. Man gibt 1 oder 2 Handvoll Tortillastreifen auf den Teller und ein paar Avocadowürfel harmonieren nicht nur richtig gut mit allen anderen Zutaten, sondern verpassen die Tortillasuppe eine richtig frische und cremige Textur. Gewürfelte Salzlackenkäse integriert ein leichtes säuerliches Aroma und die Suppe wird mit dem frittierten Pasillastreifen gekrönt. Nach halber Stunde hole ich den Epazote aus der Suppe heraus. Wenn ich frische Blätter dazugegeben hätte, würde ich sie jetzt auch entfernen. Oh yeah, genauso gefällt mir die Konsistenz. Nun, der wichtigste Tipp des Suppenrezepts. Bitte die Suppe erst kurz vor dem Verzehr servieren. Zum Schluss noch einen kleinen Schuss saure Sahne drauf. Und wenn ihr keine Maismehl-Tortillas habt, könnt ihr auf dem Video auf der linken Seite schauen, wie man die ganz unkompliziert selber machen kann.